Hallo, hier ist Jürgen. Ich lebe über 20 Jahre nun schon in der Schweiz. Und ich habe die Schweizer bis heute mit all ihren verschiedenen Traditionen nicht begriffen. Keine Chance. Und deshalb versuche ich sie zu ergründen. Das ist meine Reise. Kommt mit. Hilfe! Ich bin ein Deutscher. Herzlich willkommen. Wir sind heute in der Schweiz gelandet. Ein wunderbares Land mit so vielen verschiedenen Traditionen. Und jetzt schauen Sie sich mal diese Bergwelt an. Schöne Berge haben die und schöne Alphornspieler. Fantastisch. Und schöne Bauern und schöne Kühe. Grüß dich, Renzo. Ja, sali Jürgen. Die Menschen in Deutschland sagen, die Milch käme aus dem Tetrapack im Supermarkt. Ist das richtig oder falsch? Das ist natürlich falsch. Die Milch kommt von den Kühen. Ich danke dir sehr für diese Expertenmeinung. Bitte schön. Heute erkläre ich Ihnen das Käsefondue in der Schweiz, eine verrückte Tradition. Die nehmen Brot und tunken das dann in flüssigem, heißen Käse und essen das dann auch noch. Und das mit offenem Feuer. Wie verrückt ist denn das? Hallo, ich bin am Moderieren. Hallo. Danke. Und wer kann diese Fragen beantworten? Woher kommt das Fondue? Die Geschichte des Fondues, das alles jetzt von Professor Hans-Peter Wölffli. Ja, grüezi wohl, Jürgen. Schauen Sie mal dieses wunderbare Fondue, das ich Ihnen zubereitet habe. Ja, und schmecken tut es dann auch schon fein. Dafür habe ich diese Käsemischung hier in diesen Gagglo reingetan und geschmolzen. Gagglo, so sagt der Schweizer übrigens der Fondue-Pfanne. Und wie Sie sehen, hier unten brennt ein kleines Flämmli. So tun wir den Gagglo erhitzen. Und dann habe ich Ihnen hier auch schon Brotstückli parat gemacht. Die steckt man hier auf so eine Fondue-Gabel und tunkt sie dann in das Fondue rein. Ja, wer aber hat das Fondue erfunden? Darüber streiten sich heute noch die Schweizer mit den Franzosen und mit den Italienern. Fest steht auf alle Fälle, dass ein Hirte irgendwann mal irgendwo Käse geschmolzen hat. Wann und wo das geschehen ist, weiß man auch nicht. Im 17. Jahrhundert wurde das Fondue zum ersten Mal in einem Schweizer Kochbuch erwähnt. Ja, und dann gibt es auch noch die Geschichten von den Mönchen, oder? Die haben in der Fastenzeit anscheinend Käse geschmolzen, weil sie keine feste Nahrung zu sich nehmen durften. Ja, so macht Fasten natürlich auch Spaß. Ja, Jürgen, soweit die Fondue-Fakten. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen bei der Zubereitung. Machen Sie es gut. Toi, toi, toi. Gellen Sie. Vielen Dank, Professor Hans-Peter Wölffli. Neben mir steht jetzt aber Hans. Hans ist Käseweltmeister. Hallo. Hallo Hans. Hans, ein riesengroßer Bottich hier. Da ist was Weißes drin. Ist das Milch? Ist das Käse? Ist das jetzt schon Fondue-Käse? Nein, das ist das sogenannte Käsekressi. Da ist jetzt die Milch drin. Da haben wir Lab beigemischt und jetzt warten wir, bis das zu einer Galette wird. Was ist Lab? Lab wird aus Kälbermägen extrahiert. Und das Enzym, wo da drin ist, das macht uns die Milch dick. Das heißt, das gibt dann richtig den Käse, den ich brauche, um auf diese Gabel zu kriegen, den Käse? Schlussendlich ja, aber das geht noch ein paar Monate. Ein paar Monate, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Wir schauen uns mal an, wie dann der Käse im Laden erhältlich ist. Wir sind im Paradies gelandet, im Käseladen. Neben mir steht Tanja. Tanja ist die Frau vom Hans. Hallo. Tanja, was gehört alles in so eine Fondue-Mischung rein? Da ist Käse, ich bediene mich mal. Mach mal. Also, in eine klassische Fondue-Mischung gehört der Greyerzer, der Appenzeller und der Vacherin. Jetzt kannst du dich entscheiden, was du möchtest, etwas würziger oder etwas milderes. Beim würzigen Fondue ist der positive Nebeneffekt, dass es laktosefrei ist. Umso würziger der Käse, umso weniger Laktose. Also es wird aber auch mild gehen, richtig? Ja, aber die meisten, die wollen das schon, wenn schon, denn schon. Alles oder nichts? Genau, alles oder nichts. Und dieser Käse muss dann auch irgendwann heiß gemacht werden, richtig mit richtigem Feuer. Und das wiederum können nur Experten. Wie geht man mit Feuer und Käse um?
Ich bin im absoluten Wahnsinn gelandet, im Ausbildungszentrum der Feuerwehr in Thusis. Und wir haben es vorhin gehört in der Schaukäserei. Die Schweizer, verrücktes Volk, machen den Käse da drin heiß bei offenem Feuer. Und die Frage ist, wie kann das funktionieren und wie gefährlich ist das? Ich meine, wir sprechen hier von offenem Feuer. Wir fragen die Profis. Kommt mit. Ich bin jetzt hier beim absoluten Profi gelandet, Feuerwehrkommandant Patrick. Patrick, wie geht's dir? Mir geht es gut, danke. Offenes Feuer, wenn ich mir das vorstelle, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie gefährlich ist das wirklich? Grundsätzlich gar nicht gefährlich, wenn man ein paar Dinge berücksichtigt. Worauf muss ich jetzt zum Beispiel achten, wenn ich Käsefondue esse? Man sollte nicht zu fest am Tisch rütteln. Damit das Feuer nicht überschwappen kann. Genau. Ganz früher war es ja so, die Neandertaler haben das vor Millionen von Jahren gemacht. Dann gab es die Indianer im Wigwam mit offenem Feuer. Warum auch in der Schweiz? Und das ist unsere Tradition, dass man es so zubereitet. Können wir das mal austesten, wie das ist, mit offenem Feuer zu hantieren? Natürlich, lass uns loslegen. Und du passt auf mich auf? Aber sicher. Okay, wir testen das aus. Wir haben jetzt hier die Käsefondue-Pfanne aufgebaut. Patrick, wie bringen wir jetzt das Feuer hier zum Brennen? Wir haben zwei Möglichkeiten. Es gibt grundsätzlich Brennpaste oder Brennsprit. Wir empfehlen die Paste. Für ungeübte Personen ist das mit dem Brennsprit unter Umständen gefährlich. Dann werde ich das mal anzünden jetzt. Ich hole den Käse. Okay. Ja, dann kann es ja nicht so schwer sein. Dann versuchen wir das mal zum Laufen zu bringen. Der Patrick hat gesagt, hier aufdrehen. Oh! Jürgen, ich habe gesagt, ein Flämmli und nicht die ganze Pfanne abfackeln, gellen Sie? Es brennt, hallo, 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 Feuer, 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 Feuer. Mittlerweile ist Winter geworden, die richtige Zeit für ein Fondue. Hinter mir das mondäne 5-Sterne-Hotel Kulm in St. Moritz im wunderschönen Engadin. Und da bin ich verabredet mit einem Koch, der zeigt uns jetzt, wie das Fondue richtig gemacht wird. Lasst uns reingehen. Ich freue mich sehr, neben mir steht Benny Grob. Er ist der Boss hier. Grüß dich, Benny. Grüezi. Benny, was kommt in so ein gutes Schweizer Fondue alles rein? Also in unserem Fondue haben wir drin unsere Käsemischung, besteht aus 3 Sorten, Weißwein, Knoblauchzehen, Kirsch und Maizena, um das Ganze abzubinden, und etwas Muskatnuss und Pfeffer. Wir haben hier schon mal 5 Gläser vorbereitet. Wir sollten vielleicht mal den Kirsch kurz probieren. Qualitätskontrolle. Immer wichtig. Zum Wohl. Viva. Das ist ja hartes Zeug. Benny, das alles kommt dann rein in diesen größeren Topf. Was ist jetzt hier bei der Zubereitung zu beachten? Sehr wichtig ist die Temperatur. Darf nicht zu heiß sein, der Käse soll schmelzen und nicht kochen. Und ständiges Rühren, ständiges Rühren. Kleine Flamme, ständiges Rühren, das heißt, ich muss sehr viel Geduld mitbringen. Ja. Ja. Qualitätskontrolle. Das alles, Benny, wird dann geschmolzen und kommt in diesen Topf da rein. Ja. Und genau das, haha, haben wir schon mal vorbereitet. Benny, hier ist, glaube ich, wichtig, dass du gleich weiterdrehst. Wir geben jetzt ab zu Professor Hans-Peter Wölfli. Der wird das jetzt testen. Danke, Benny. Gern geschehen. Und der sitzt jetzt genau neben mir. Hallo, Herr Professor. Ich würde sagen, wir stoßen zuerst mit einem Gläschen Kirsch an. Das ist so Tradition bei uns in der Schweiz. Prosit, Jürgen, wohl bekomm's, gellen Sie? Herr Professor, wenn ich ein Fondue essen möchte in der Schweiz, gibt es irgendwelche Besonderheiten? Was muss ich beachten? Ja, es gibt Strafen. Wenn Sie zum Beispiel ein Brotstückchen verlieren in der Käsesuppe, oder? Dann müssen Sie entweder eine Frau küssen oder Sie müssen eine Flasche Wein spendieren. Aber ich würde sagen, wir beide, wir machen es anders. Wenn wir ein Brotstückchen verlieren, oder? Dann müssen wir beide, einer von uns muss in den Unterhosen im Schnee laufen gehen. Das ist ja allerhand. Das ist sehr schlimm, aber ich würde jetzt mal sagen, ich probiere das mal zuerst, oder?
Rühren, 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 das ist sehr wichtig beim Fondue, oder? Und jetzt, wichtig, immer schön pusten, weil das ist sehr heiß. Und dann probieren, schauen Sie mal. Jürgen, das ist fantastisch. Ich würde sagen, das ist Schweiz geprüft. Ja, dann wollen wir mal. Ich wünsche Ihnen einen guten Jürgen. Danke. Oh oh. Na toll, ich kann gleich meine Strafe einlösen. Aber wichtig, in der nächsten Sendung geht es um Murmeltiere. Denn die Schweizer essen die und machen sogar Rheumasalbe draus. Also, bis bald. Macht's gut. Kann doch mal einer Stopp sagen?